Ja, wir kommen gut ins Spiel, machen das 1-0, ich glaube verdient. Danach ist unser Pressing einfach nicht mehr gut und wir sind nicht mehr so intensiv gewesen, wir sind nicht in die Zweikämpfe reingekommen. Wir haben die spielen lassen, 2, 3 Spieler ausgedribbelt hätte ein Wolfsburger und das war halt dann das Problem. Und ja, wenn du dann nicht die Intensität auf den Platz bringst, dann kann es auch ganz schnell nach hinten losgehen. Am Ende haben wir es immer noch gut verteidigt, was uns in der letzten Woche auszeichnet, aber so eine erste Halbzeit dann nach dem 1-0 dürfen wir nicht nächste Woche spielen. Bis 2-0 hatte ich so das Gefühl, dass es uns extrem Sicherheit gibt und wir in so einem Flow drin sind und Wolfsburg ein bisschen den Glauben daran verliert, dass sie hier was holen kann. Ich kriege den Ball außen von Jule, gehe vom Tor weg, ziehe auf und dann hat Serou schon bei der Flanke davor den Ball in den Rückraum gefordert, wie gegen Gladbach. Und dann habe ich ihn probiert, da zu finden und hat super geklappt. Aber dann war ja noch 10 Minuten zu spielen und Wolfsburg hat ja wirklich noch auf das eine Tor mal mindestens gedrängt. Musst du die dann manchmal vor dir auch so ein bisschen wachrütteln, so nach dem Motto, ey Leute, geht noch weiter? Ja, klar, ich glaube, es ist nicht einfach, wenn du eine sehr klare Führung hast und es nicht mehr lange geht, dann kann es einfach sein, so ein bisschen in den Kopf zu fallen, ne, und ihn so ein bisschen auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie haben zwar noch diese ein, zwei Chancen gehabt, aber ich glaube trotzdem, dass wir es relativ gut verteidigt haben dann am Ende. Und ich finde es auch wichtig, solche Spiele einfach professionell zu 0 dann am Ende zu Ende zu spielen. Ne, ich glaube, das zeichnet eine Mannschaft auch aus, ob es dann eben sich so ein bisschen, ja, passt schon, ne, wir gewinnen, oder ob wir halt dann sagen, hey, weißt was, jetzt spielen wir zu 0, machen das Spiel sauber zu Ende und ja, ich bin happy, dass es heute so geklappt hat. Wir sind natürlich super ins Spiel gestartet mit dem 1-0, waren aber danach sehr schläfrig, haben Wolfsburg viel zu viel vom Spiel gegeben und dann ist dem 1-0 auch immer gefährlich. Deswegen extrem wichtig, dass wir eine bessere zweite Halbzeit gespielt haben. Du hast dich richtig durchgekämpft, was war los? Ich habe mich nur ein bisschen vertreten mit meinem Fuß. Ja, es ist ein bisschen schmerzhaft gewesen. Man
zum Glück in die Halbzeit bekommen, hat der Doc mal drauf geguckt, dann war alles okay. Ich mache weiter und ja, am Ende ist es gerade 2-0. Aber gab es in der zweiten Halbzeit dann nochmal einen Moment, war so 56. glaube ich, da warst du nochmal so auf der Kippe und bist es, ich sag mal in der Kreisliga würde man sagen, du hast den Schmerz rausgelaufen. Ja, das war dann wahrscheinlich so ähnlich. Ich habe versucht, dich durchzukämpfen. Ich habe es am Anfang der zweiten Halbzeit wahrscheinlich, weil ich nicht mehr so warm war, nie gemerkt. Und ja, danach, wo ich dann wieder warm wurde, war es dann ein bisschen besser. Ich finde, wir sind sehr gut im Flow. Ich finde, man merkt, dass wir uns immer wohler fühlen in dem System, dass es immer einfach die Abläufe flüssiger werden, immer selbstverständlicher wird und wir wirklich von Spiel zu Spiel besser auch darstellen und besser ablaufen. Das ist auch, was der Trainer mal einfordert, diese Läufe in die Tiefe, immer wieder anziehen, immer wieder die Kette bewegen, so verschiedenes Abseits. So kommt der Gegner in Bewegung, so kriegen wir Räume. Julo macht das auch sehr, sehr gut immer. Ja, wir müssen einfach probieren, da die Kette zu beschäftigen. Das haben wir, glaube ich, alle gemacht. Ihr geht jetzt heute echt als Tabellenvierter ins Bett. Du bist ein ambitionierter Sportler. Was macht das mit dir, wenn du zurück in den Februar denkst, wo ihr jetzt 10. oder 11. wart? Verrückt, oder? Ja, ich glaube, es ist eine sehr, sehr starke Leistung, dass wir uns wieder jetzt dahin gekämpft haben, wo wir jetzt im Moment sind. Aber ich habe auch schon damals gesagt, ich wurde immer wieder gefragt, ja, glaubst du noch daran? Ich meine, am Ende geht's 34 Spiele. Ich glaube, wir haben auch jetzt noch nichts gewonnen. Das ist wichtig, dass wir das auch wissen. Es geht 2 Spiele und wir müssen unbedingt das sauber zu Ende spielen. Dieses Spiel gewinnen, dass wir auch auf diesem Platz bleiben. Aber wir haben eine mega Ausgangslage jetzt, die wir uns hart erkämpft haben. Und das ist sicher eine sehr gute Leistung. Aber ich habe da nie dran gezweifelt. Ich glaube immer am Ende, wenn es wirklich nicht mehr möglich ist, dann kannst du darüber reden, wie es aussieht. Und bis dahin gibst du einfach alles. Vertraust der Mannschaft, vertraust dir selber, versuchst einfach jeden Tag das Maximum zu holen. Und das haben wir die letzten Wochen gemacht. Deswegen stehen wir jetzt, wo wir sind.